Mein Name ist Anna. Ich bin 27 Jahre alt und arbeite als Haushälterin in einem großen Haus. Das Haus hat viele Zimmer, eine große Küche, einen Garten und ein hohes Tor vor dem Eingang. Jeden Morgen putze ich die Böden, wasche die Kleidung, bereite das Frühstück vor und sorge dafür, dass alles an seinem Platz ist. Der Besitzer des Hauses ist Herr Lukas. Er ist ein reicher Geschäftsmann. Er ist 34 Jahre alt und lebt allein. Er trägt teure Anzüge, fährt ein schwarzes Auto und verbringt den größten Teil seines Tages in seiner Firma. Als ich zum ersten Mal bei ihm zu arbeiten begann, war ich nervös. Ich war ein so schönes Haus nicht gewohnt. Meine Kleidung war einfach. Meine Schuhe waren alt. Ich kam aus einer kleinen Stadt und brauchte die Arbeit dringend, weil meine Mutter krank war. Jeden Monat schickte ich Geld nach Hause für ihre Medikamente. Herr Lukas war ruhig, aber nie unfreundlich. Jeden Morgen sagte er: »Guten Morgen, Anna.« Jeden Abend sagte er: »Danke.« Das war alles. Ich lernte seinen Tagesablauf schnell kennen. Er mochte Tee ohne Zucker. Zum Frühstück aß er Eier und Toast. Er verließ das Haus morgens um 8 Uhr und kam gegen 6 Uhr abends zurück. Ich wohnte in einem kleinen Zimmer neben der Küche. Es war nicht groß, aber es reichte für mich. Eines Abends begann ein starker Regen. Donner ließ die Fenster erzittern und der Wind bewegte die Bäume draußen. Ich wischte gerade den Küchenboden, als plötzlich das Licht ausging. Alles wurde dunkel. Ich blieb stehen. Mein Herz begann schneller zu schlagen, weil ich schon immer Angst vor der Dunkelheit hatte. Dann hörte ich seine Stimme. »Anna, geht es Ihnen gut?« »Mir geht es gut«, sagte ich schnell. Ich war nur überrascht. Einen Moment später kam Herr Lukas mit einer Kerze in die Küche. Das kleine Licht beleuchtete sein Gesicht. Er wirkte ruhig, aber auch freundlich. »Setzen Sie sich«, sagte er. Ich sah ihn überrascht an. »Sir, ich habe noch Arbeit zu erledigen.« »Nicht heute Abend«, sagte er. »Sie arbeiten jeden Tag. Ruhen Sie sich ein wenig aus.« Dann machte er selbst Tee. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich saß still am Tisch, während er eine warme Tasse vor mich stellte. »Danke«, flüsterte ich. Eine Weile saßen wir schweigend da. Draußen regnete es immer noch. Dann fragte er: »Warum sind Sie immer so still?« Ich blickte auf meine Hände. »Weil ich nur die Haushälterin bin«, sagte ich. Herr Lukas sah mich einen langen Moment an. »Sie sind nicht nur die Haushälterin, Anna«, sagte er leise. »Sie sind auch ein Mensch.« Noch nie hatte jemand so mit mir gesprochen. Ich wollte weinen, aber ich hielt die Tränen zurück. Nach dieser Nacht begann sich langsam etwas zwischen uns zu verändern. Er fing an, mir kleine Fragen zu stellen. Woher kam ich? Hatte ich Familie? Was machte mir Freude? Zuerst antwortete ich vorsichtig, doch nach und nach erzählte ich ihm mehr. Ich erzählte ihm von meiner Mutter.
Ich erzählte ihm von meiner kleinen Heimatstadt. Ich erzählte ihm, dass ich als Kind gern Blumen zeichnete. Ein paar Tage später kam er mit einer kleinen Papiertüte nach Hause. »Das ist für Sie«, sagte er. Darin waren ein Skizzenblock und eine Schachtel Bleistifte. »Ich habe mich daran erinnert, was Sie erzählt haben«, fügte er hinzu. Ich drückte das Geschenk an meine Brust. »Danke«, sagte ich leise. An diesem Abend zeichnete ich eine Blume. Sie war einfach, aber ich zeichnete sie mit ganzem Herzen. Am nächsten Morgen legte ich die Zeichnung auf den Küchentisch, bevor ich mit der Arbeit begann. Als ich später zurückkam, lag eine kleine Notiz daneben. Darauf stand: »Das ist wunderschön.« Zum ersten Mal seit vielen Tagen lächelte ich. Von da an zeichnete ich jeden Abend. Manchmal blieb Herr Lukas an der Tür stehen und schaute still zu. Ich fühlte mich schüchtern, aber auch wahrgenommen. An einem Samstag fragte er: »Möchten Sie mit mir in eine Buchhandlung gehen?« Ich sah ihn überrascht an. »Mit Ihnen?« »Ja«, sagte er mit einem kleinen Lächeln. »Mit mir.« Ich zog mein bestes Kleid an. Es war alt, aber sauber. Ich kämmte sorgfältig meine Haare und versuchte, gut auszusehen. In der Buchhandlung sagte er mir, ich solle jedes Buch auswählen, das ich wollte. Ich entschied mich für ein kleines Buch über Blumen. Auf dem Heimweg sah er mich an und sagte: »Anna, Sie sind freundlich, Sie sind stark und Sie verdienen mehr, als Sie denken.« Ich antwortete nicht. Ich blickte nur aus dem Fenster und lächelte leise. Aber das Glück kam nicht ohne Angst. Eines Morgens kam eine Frau ins Haus. Sie war die Tante von Lukas. Sie trug teure Kleidung und hatte ein kaltes Gesicht. Als sie mich nahe dem Garten sitzen sah, wurden ihre Augen scharf. »Wer ist dieses Mädchen?« fragte sie. Lukas antwortete ruhig: »Das ist Anna. Sie arbeitet hier.« Seine Tante sah mich an, als wäre ich Schmutz an ihrem Schuh. »Du erlaubst deiner Haushälterin im Garten zu sitzen?« sagte sie. Lukas schien nicht verlegen zu sein. »Ja«, sagte er, »sie kann dort sitzen, wenn sie möchte.« Aber ich fühlte mich beschämt. Mein Gesicht wurde heiß. Schnell stand ich auf und ging wieder ins Haus. In dieser Nacht weinte ich leise in meinem kleinen Zimmer. Ich sagte mir, dass ich töricht war. Ich gehörte nicht in seine Welt. Er hatte Geld, Ansehen und eine mächtige Familie. Ich war nur eine Haushälterin aus einer armen Kleinstadt. Später klopfte Lukas vorsichtig an meine Tür. »Anna«, sagte er, »bitte weine nicht wegen ihrer Worte.« Ich wischte mir das Gesicht ab. »Vielleicht hat sie recht«, sagte ich. »Vielleicht sollte ich meinen Platz kennen.« Er sah verletzt aus, als ich das sagte. »Dein Platz ist nicht unter jemandem«, sagte er. »Du bist wegen deiner Arbeit nicht weniger wert.« Ich sah ihn verwirrt an. »Warum kümmern Sie sich so sehr um mich?«, fragte ich.
Einen Moment lang schwieg er. Dann sagte er leise: »Weil ich mich um dich sorge.« Mein Herz blieb für einen Moment stehen. »Ich denke an dich, wenn ich bei der Arbeit bin«, fuhr er fort, »und wenn ich nach Hause komme, suche ich zuerst nach dir.« Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Meine Hände begannen zu zittern. »Aber ich bin nicht wie die Frauen in ihrer Welt«, flüsterte ich. »Nein«, sagte er, »du bist besser in den Dingen, die wirklich wichtig sind.« Er berührte sanft meine Hand. »Wir müssen nichts überstürzen«, sagte er, »aber bitte nenne dich niemals wertlos.« In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Seine Worte blieben in meinem Kopf. Ich war glücklich, aber auch ängstlich. Konnte jemand wie er wirklich jemanden wie mich lieben? Für einige Tage fühlte sich alles wunderschön an. Lukas lächelte mehr. Abends trank er mit mir Tee. Er fragte nach meinen Zeichnungen. Er kaufte mir sogar ein neues Paar Schuhe, weil meine fast kaputt waren. Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben langsam wärmer wurde. Aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass die Menschen uns nicht leicht akzeptieren würden. Bald kamen die Probleme. An einem Montagmorgen, als Lukas bei der Arbeit war, klingelte die Tür. Ich öffnete die Tür und sah eine Frau in einem roten Kleid. Sie sah reich und stolz aus. Ihr Lippenstift war dunkel und ihre Augen waren kalt. Sie ging hinein, ohne auf eine Einladung zu warten. »Wo ist Lukas?« fragte sie. »Er ist nicht zu Hause«, sagte ich. Sie sah sich im Haus um und blickte dann mich an. »Ich bin Vanessa«, sagte sie. »Ich war seine Verlobte.« Mein Herz zog sich zusammen. Lukas hatte nie über sie gesprochen. Vanessa lächelte, aber es war kein freundliches Lächeln. »Also bist du die Haushälterin«, sagte sie. »Vergiss nicht, was du bist.« Ihre Worte verletzten mich tief. Ich wollte ihr sagen, sie solle gehen, aber ich war zu schockiert. Ich stand einfach still da, bis sie schließlich das Haus verließ. Als Lukas nach Hause kam, erzählte ich ihm alles. Sein Gesicht wurde ernst. »Sie hatte kein Recht, hierher zu kommen«, sagte er. »Vanessa gehört zu meiner Vergangenheit. Sie hat mich einmal verlassen und mir sehr wehgetan. Ich liebe sie nicht mehr.« Ich wollte ihm glauben, aber Vanessas Worte blieben in meinem Herzen. Nach diesem Tag veränderte ich mich. Ich putzte weiterhin die Zimmer. Ich kochte weiterhin seine Mahlzeiten. Aber ich hörte auf, bei der Arbeit zu singen. Ich hörte auf, nachts zu zeichnen. Ich fühlte mich wieder klein. Dann begannen die Leute in der Stadt zu tuscheln. Auf dem Markt sahen mich 2 Frauen an und lachten. Ich drückte das Brot und die Eier an meine Brust und ging schnell weg. Später erfuhr ich warum. Ein Foto von Lukas und mir in der Buchhandlung war in der Zeitung erschienen. Die Überschrift lautete »Die Haushälterin und der Millionär«. Mein Gesicht war darauf zu sehen. Jetzt wusste es jeder. An diesem Abend saß ich allein in meinem Zimmer und dachte daran, wegzugehen. Vielleicht wäre Lukas Leben ohne mich einfacher.
Doch als er mich in der Küche fand, sah er mir in die Augen und fragte: »Warum versteckst du deine Traurigkeit?« Ich versuchte zu sagen, dass alles in Ordnung sei. Er schüttelte den Kopf. »Nein, Anna«, sagte er, »sag mir die Wahrheit.« Also erzählte ich ihm alles. Ich erzählte ihm, dass die Leute lachten. Ich erzählte ihm, dass ich das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein. Lukas hörte still zu. Dann sagte er: »Sie liegen falsch. Du bist keine Schande in meinem Leben. Du bist der beste Teil davon.« Ich wollte ihm glauben. Aber mein Herz hatte immer noch Angst. Ein paar Tage später nahm Lukas mich mit ans Meer. Es war weit weg vom Lärm der Stadt. Der Strand war ruhig und die Wellen bewegten sich langsam über den Sand. Der Himmel war klar und der Wind berührte sanft mein Gesicht. Zum ersten Mal seit vielen Tagen fühlte ich mich ruhig. Wir gingen Seite an Seite am Wasser entlang. Eine Weile sprach keiner von uns. Ich schaute auf das Meer und hörte dem Rauschen der Wellen zu. Es fühlte sich an, als würde die Welt mir sagen, dass ich tief durchatmen sollte. Dann blieb Lukas stehen. Ich drehte mich zu ihm um. »Anna«, sagte er leise, »du hast mein Leben verändert.« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Er nahm meine Hände und sah mir in die Augen. »Bevor du in mein Haus gekommen bist, hatte ich alles, was die Menschen Erfolg nennen. Geld, eine Firma, ein großes Haus. Aber ich war allein. Das Haus war still. Mein Leben war leer. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Dann bist du gekommen«, fuhr er fort. »Du hast Wärme in dieses Haus gebracht. Du hast Freundlichkeit gebracht. Du hast Leben gebracht.« Meine Augen füllten sich mit Tränen. Dann holte er eine kleine Schachtel aus seiner Tasche. »Anna, ich liebe dich. Es ist mir egal, was die Leute sagen. Ich möchte dich an meiner Seite haben, nicht als Haushälterin, nicht als jemanden unter mir, sondern als meine Frau. Willst du mich heiraten?« Für einen Moment konnte ich mich nicht bewegen. Ich hatte mir nie vorgestellt, dass ich so einen Augenblick erleben würde. Ich hatte nie davon geträumt, dass jemand vor mir stehen und sich mit so viel Liebe für mich entscheiden würde. Meine Stimme zitterte, als ich antwortete. »Ja«, flüsterte ich. »Ja, Lukas.« Er lächelte und ich begann zu weinen. Ich war glücklich, aber ich hatte auch Angst. Denn ich wusste, dass Liebe wunderschön sein kann, aber die Welt manchmal grausam ist. Nach diesem Tag begannen die Menschen noch mehr zu reden. Lukas erzählte seiner Familie von uns. Einige Freunde gratulierten uns, aber seine Tante war wütend. Sie sagte, ich wolle nur sein Geld. Sie sagte, ich würde ihn ausnutzen. Sie sagte, eine Haushälterin könne niemals wirklich in seine Welt passen. Ich schwieg, aber jedes Wort traf mein Herz wie ein kleines Messer. Jedes Mal verteidigte Lukas mich. »Sie ist nicht hinter meinem Geld her«, sagte er. »Sie ist ehrlich. Sie ist freundlich. Sie ist die Frau, die ich liebe.«
Ich wollte, dass diese Worte mich vor allem beschützen, aber sie konnten nicht jeden Schmerz verhindern. Trotzdem haben wir geheiratet. Die Hochzeit war klein, aber wunderschön. Wir brauchten keinen großen Saal und keine hunderten Gäste. Wir standen im Garten unter dem sanften Licht des Morgens. Ich trug ein einfaches weißes Kleid. Lukas trug einen dunkelblauen Anzug. Als ich auf ihn zuging, waren meine Hände kalt. Aber als er mich anlächelte, fühlte ich mich mutig. Wir sprachen unser Eheversprechen zwischen den Blumen. Ich sah ihn an und dachte, das ist echt. Ich träume nicht. An diesem Tag war ich nicht mehr nur das Mädchen, das sein Haus geputzt hatte. Ich war seine Frau. Aber die Ehe bedeutete nicht, dass mich nun alle akzeptierten. Bei Abendessen sahen mich manche Menschen immer noch mit kalten Blicken an. Einige lächelten vor Lukas und flüsterten hinter meinem Rücken. Eine Frau lachte leise und sagte, also das ist die Haushälterin, die zur Ehefrau geworden ist. Ich lächelte, weil ich nicht vor ihnen weinen wollte. Doch später, als wir nach Hause kamen, saß ich schweigend auf dem Bett. Lukas setzte sich neben mich. Ich habe gehört, was sie gesagt hat, sagte er. Ich blickte nach unten. Vielleicht werden die Menschen mich immer so sehen, sagte ich. Er nahm meine Hand. Dann sollen sie sich irren, sagte er. Du brauchst nicht ihre Erlaubnis, um geliebt zu werden. Seine Worte halfen mir, aber tief in meinem Inneren war ich müde. Müde davon, mich ständig beweisen zu müssen. Müde davon, verurteilt zu werden. Müde davon, das Gefühl zu haben, dass meine Vergangenheit auf meinem Gesicht geschrieben steht. Ein paar Wochen später kam Lukas mit Neuigkeiten nach Hause. Seine Firma wollte, dass er ein neues Büro in einem anderen Land leitet. Er sah mich aufmerksam an. Anna, sagte er, ich möchte diese Entscheidung nicht allein treffen. Würdest du mit mir kommen? Ich sah mich im Haus um. Dies war der Ort, an den ich als Haushälterin gekommen war. Der Ort, an dem ich Böden geputzt, Geschirr gespült und allein in einem kleinen Zimmer geweint hatte. Aber es war auch der Ort, an dem Lukas mich gesehen, an mich geglaubt und mich geliebt hatte. Trotzdem wusste ich, dass mein Herz einen Neuanfang brauchte. Ja, sagte ich. Ich möchte mitkommen. Zum ersten Mal wollte ich nicht weggehen, weil ich fliehen wollte. Ich wollte gehen, weil ich bereit war, neu anzufangen. 2 Wochen später packten wir unsere Sachen. Bevor wir gingen, stand ich am Tor und blickte noch einmal auf das Haus zurück. Ich erinnerte mich an den ersten Tag, an dem ich mit alten Schuhen und einem ängstlichen Herzen dort angekommen war. Ich erinnerte mich an die Küche, an die Kerze während des Sturms, an den Skizzenblock, an die Tränen, an das Getuschel und an die Hochzeit im Garten. Dieses Haus hatte mich als Haushälterin gesehen, aber es hatte auch gesehen, wie ich geliebt wurde. Am Flughafen hielt ich Lukas Hand. Als das Flugzeug in den Himmel aufstieg, blickte ich aus dem Fenster. Die Wolken sahen weich und endlos aus.
Ich wusste nicht, wie unser neues Leben sein würde. Aber ich wusste eines: In diesem neuen Land kannte niemand meine Vergangenheit. Niemand kannte die alten Geschichten. Niemand würde auf mich zeigen und mich die Haushälterin nennen. Ich konnte einfach Anna sein. Eine Frau. Eine Ehefrau. Ein Mensch mit Träumen. Und während ich über den Wolken Lukas Hand hielt, fühlte ich etwas, das ich lange nicht mehr gespürt hatte. Ich fühlte mich frei. Wir fanden eine kleine Wohnung in der Nähe eines ruhigen Parks. Sie war nicht groß, aber sie fühlte sich friedlich an. Die Wände waren weiß und die Fenster waren breit. Von unserem Schlafzimmer aus konnte ich einen Baum sehen. Jeden Morgen beobachtete ich seine Blätter im Wind, während ich Tee zubereitete. Lukas begann in seinem neuen Büro zu arbeiten. Er war beschäftigt, aber er wirkte glücklich. Ich blieb zu Hause, kochte einfache Mahlzeiten, putzte unsere Wohnung und ging nachmittags im Park spazieren. Am Anfang fühlte sich alles neu an. Die Straßen waren neu. Die Menschen waren neu. Sogar die Luft fühlte sich anders an. Niemand kannte hier meine Vergangenheit. Niemand sah mich an und flüsterte. Niemand nannte mich die Haushälterin, die einen reichen Mann geheiratet hatte. Ich war einfach nur Anna. Doch manchmal vermisste ich selbst in diesem neuen Leben das Alte. Nicht den Schmerz, nicht die grausamen Worte, aber ich vermisste meine Mutter. Ich vermisste das kleine Zimmer, in dem ich einmal geschlafen hatte. Ich vermisste die Geräusche, die früher meinen Tag erfüllten. Es war seltsam. Ich hatte jetzt mehr Freiheit, aber ein Teil meines Herzens trug immer noch das Leben in sich, das ich zurückgelassen hatte. Eines Abends kam Lukas mit einer kleinen Tasche nach Hause. Darin waren Zeichenpapier und Bleistifte. »Ich habe diese gesehen«, sagte er, »und musste an dich denken. Ich hatte lange nicht mehr gezeichnet. An diesem Abend setzte ich mich an den Küchentisch und begann wieder. Zuerst zeichnete ich eine Blume, dann zeichnete ich einen Vogel, der an einem Fenster saß. Meine Hände waren langsam, aber mein Herz fühlte sich warm an. Am nächsten Morgen betrachtete ich die Zeichnungen. Sie waren einfach, aber sie fühlten sich ehrlich an. Lukas sah sie und lächelte. »Du solltest weiterzeichnen«, sagte er. Also tat ich es. Jeden Tag zeichnete ich etwas. Ich zeichnete Bäume aus dem Park, Brot auf dem Tisch, das Fenster in unserem Zimmer und die Hände meiner Mutter aus der Erinnerung. Ich zeichnete sogar den Garten von Lukas altem Haus, den Ort, an dem sich mein Leben für immer verändert hatte. Ich wollte nicht vergessen, woher ich kam. Eines Tages fand ich einen kleinen Kunstkurs in der Nähe unserer Wohnung. Ich war nervös, aber ich meldete mich an. Die Lehrerin war freundlich und die anderen Frauen hießen mich herzlich willkommen.
Als Sie mich nach meiner Vergangenheit fragten, sagte ich die Wahrheit. Früher habe ich als Haushälterin gearbeitet, sagte ich. Eine Frau lächelte freundlich. Das ist ehrliche Arbeit, sagte sie. Ihre Worte blieben mir im Gedächtnis. Zum ersten Mal schämte ich mich nicht. Die Wochen vergingen und meine Zeichnungen wurden langsam besser. Meine Lehrerin sagte zu mir: Deine Bilder wirken sanft und voller Gefühle. Ich zeigte sie Lukas und er sah stolz aus. Ich wusste immer, dass etwas Besonderes in dir steckt, sagte er. Später mietete ich einen kleinen Stand auf dem Wochenendmarkt. Ich stellte meine Zeichnungen in einfache Rahmen und wartete. Ich hatte Angst, dass niemand stehen bleiben würde. Aber jemand blieb stehen. Ein junges Mädchen nahm eine Zeichnung von einem ruhigen Fenster in die Hand. Dieses Bild fühlt sich friedlich an, sagte sie. Dann kaufte sie es. Auf dem ganzen Heimweg lächelte ich. Danach verkaufte ich jede Woche mehr Zeichnungen. Mit dem Geld kaufte ich bessere Bleistifte, frisches Brot und kleine Geschenke für Lukas. Eines Abends sah er das Geld auf dem Tisch. »Hast du deine Kunst verkauft?« fragte er. Ich nickte schüchtern. Er umarmte mich fest. »Ich bin so stolz auf dich«, sagte er. In diesem Winter kam meine Mutter zu Besuch. Es war ihr erster Flug mit einem Flugzeug. Als ich sie am Flughafen sah, lief ich direkt in ihre Arme. Sie berührte mein Gesicht und begann zu weinen. »Du siehst glücklich aus«, sagte sie. »Das bin ich«, antwortete ich. Zu Hause zeigte ich ihr meine Zeichnungen, meinen kleinen Kunsttisch und den Park in der Nähe unserer Wohnung. Sie lächelte mit Tränen in den Augen. Bevor sie wieder abreiste, nahm sie meine Hände und sagte: »Anna, du warst nie nur eine Haushälterin. Du warst immer mehr als das. Jetzt erkennst du es endlich selbst.« Nachdem sie nach Hause zurückgekehrt war, saß ich am Fenster und schaute auf den Baum draußen. Ich dachte an das Mädchen, das ich einmal gewesen war. Das stille Mädchen, das Böden putzte. Das einsame Mädchen, das sich unsichtbar fühlte. Das ängstliche Mädchen, das glaubte, nicht gut genug zu sein. Sie war immer noch ein Teil von mir. Aber jetzt versteckte sie sich nicht mehr. Früher war ich seine Haushälterin. Dann wurde ich seine Frau. Aber das Wichtigste ist dies: Ich wurde ich selbst. Vielen Dank, dass du dir die ganze Geschichte angehört hast. Ich hoffe, Annas Reise hat dein Herz berührt und dir gleichzeitig geholfen, dein Deutsch-Hörverstehen zu verbessern. Wenn du einfache Geschichten wie diese hörst, lernst du neue Wörter, verstehst echte Gefühle und fühlst dich Schritt für Schritt sicherer im Deutschen. Jetzt habe ich eine kleine Übung für dich. Schreibe einen einfachen deutschen Satz in die Kommentare und benutze dabei dieses Wort Liebe. Zum Beispiel: Liebe macht das Leben schöner.
Das wird dir helfen, Deutsch zu üben. Und gleichzeitig können andere Lernende deinen Satz lesen und daraus lernen. Wenn du dein Deutsch mit einfachen und emotionalen Geschichten verbessern möchtest, dann abonniere bitte German Tales. Deine Unterstützung hilft diesem Kanal zu wachsen und ermöglicht es uns, noch mehr Geschichten für Deutschlernende zu erstellen. Wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen.